wenn du einfach nur noch da liegst und sagst, danke, dass du mir Essen machst und aufräumst, weil ich schaffe es nicht mehr. Wenn der Akku von einem Handy kaputt ist, kann man sich einen neuen Akku kaufen. Aber wenn unser Akku durch CFS kaputt ist, dann kann man sich einen Akku irgendwie neu kaufen. Wir müssen uns effektiv mit uns auseinandersetzen und uns eben auch Zeit nehmen zu regenerieren. Es gibt auch diesen Spruch, die Menschen haben so viele Wünsche und ein Kranker hat nur eine, das ist gesund zu sein. Mein innerer Glaubenssatz war immer, nichts kann mich aufhalten, und ich konnte mir niemals vorstellen, dass ich mal krank werde, schon gar nicht so krank. Ich hatte wirklich 2-3 Mal dieses Gefühl, jetzt ist vorbei, du kannst einfach nicht mehr atmen. Wir können nur so Raum für Patienten schaffen, in denen sie tatsächlich ernst genommen werden, wenn wir davon wegkommen, Symptome oder Laborwerte zu behandeln. Für einen jungen Arzt ist die Auseinandersetzung mit einer chronischen Krankheit kaum eine Chance, um eine Karriere zu machen. Der dunkle Raum streckt sich wie ein endloser Teppich vor mir aus. Niedergestreckt versuche ich meditativ zu atmen. Meine Bauchdecke hebt und senkt sich. Mein Zimmer könnte in einer Großstadt oder in irgendeinem Dorf liegen. Der Rollladen versperrt die Außensicht. Könnte ich doch die Schmerzen und die bleierne Müdigkeit wie der Roller das Licht von mir halten. Aber es will bleiben, will wüten, will quälen. Ich fühle mich wie ein Alien. Alle leben ihr Leben, machen Karriere, verbringen wertvolle Zeit mit ihrer Familie. Und ich? Ich falle aus dem System, bin ein Sonderfall. Ich bin ganz alleine. Oder vielleicht nicht? Mein Name ist Anna. Ich bin mit 19 Jahren krank geworden mit dem CFS. Und es hat eigentlich alles begonnen kurz vor dem Start von meinem Studium. Ich hatte damals das pfeifische Drüsenfieber und danach hat sich die chronische Krankheit entwickelt. Das ist nun 20 Jahre her. Mein Name ist Theresa Eiskamp und 2019 hat bei mir die Krankheit CFS und auch Fibromyalgie und eine Schilddrüsenunterfunktion angefangen. Also im Dezember ist es dann so schlimm geworden, dass ich nicht mehr aufstehen konnte und dass die Erschöpfung wirklich mein Leben eingenommen hat. Mein Name ist Thomas, ich werde diesen Sommer 32 Jahre alt. Ich bin seit circa 15 Jahren chronisch erschöpft. Das hat in meinem Teenageralter mal begonnen. Zuerst so punktuell, noch mit ein bisschen weiteren Beschwerden wie Schwindel und Druck im Kopf und so. Und dann hat sich das chronifiziert und ja, seit ich etwa 17, 18 bin, ist das immer da. Mein Name ist Brigitte, ich bin Schweizerin, ich bin 40 Jahre alt, ich bin Mama und selbstständig im weitesten Sinne in der Gesundheitsprävention, und ich bin 2015 am CFS-Syndrom erkrankt. Ich heiße Caroline und ich bin Erzieherin. Ich habe seit 2 Jahren CFS und das hat mit einem Streptokokkeninfekt begonnen oder auch mit der Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus. Mein Name ist Daniela, ich bin seit circa 9 Jahren am chronischen Müdigkeitssyndrom erkrankt und seit 4 Jahren arbeite ich nicht mehr Vollzeit, weil ich aufgrund der Krankheit kündigen musste. Mein Name ist Eva, ich bin seit ungefähr 4 Jahren chronisch erschöpft. Also ich habe das chronische Fatigue-Syndrom. Ich heiße Nathalie, ich bin 26 Jahre alt und ich leide seit 2,5 Jahren ungefähr an einem chronischen Erschöpfungssyndrom. Ich bin die Petra Falch und ich bin seit 2015, also mittlerweile schon seit 6 Jahren ME-CFS-Patientin. Mein Name ist Barbara. Meine ME-CFS-Diagnose unter vielen anderen Diagnosen habe ich seit 2017. Der Weg dahin war allerdings relativ lang. Also die ersten Symptome sind 2012 aufgetreten. Mein Name ist Lena, ich bin 27 Jahre alt. Ich habe vor 4 Jahren die Diagnose EBV, pfeiferisches Drüsenfieber, gehabt. Und
kämpfe seitdem mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom, Müdigkeitssyndrom, kurz genannt auch CFS. Ja, ich bin die Silke, bin jetzt schon 40 Jahre alt und ja, war eigentlich immer ein sehr lebenslustiger Mensch, immer vielseitig interessiert. Und dann ging das irgendwann mit dieser schrecklichen Erschöpfung los. Das ist jetzt schon echt richtig lange her. Das war 2012, da war ich also dann Anfang 30. Mein Name ist Jasmin, ich lebe in der Schweiz. Und bei mir war es so, dass ich im Jahr 2012 meine Krebsdiagnose erhalten habe. Und als ich dann nach der Krebserkrankung nicht fitter wurde, also man sollte ja dann meinen, man ist gesund und man kann wieder ganz vieles erleben. Da war es bei mir so, dass ich teilweise so müde war, dass ich nicht mehr in der Lage war zu arbeiten und auch teilweise so starke Schmerzen hatte, dass ich morgens kaum mehr aus dem Bett kam. Und da verging es zum Glück bei mir nicht sehr lange, weil mein damaliger Onkologe sehr schnell gemerkt hat, hey, das kann nicht sein, das macht keinen Sinn, da muss eine andere Erkrankung dahinter stecken. Und da habe ich eigentlich nach einem Jahr dann die Diagnose Chronic Fatigue Syndrom erhalten. Ich bin Priscilla Bucher. Vor dem Chronic Fatigue Syndrom besuchte ich eine Tanz-, Schauspiel- und Gesangsausbildung. Ich wollte Tänzerin werden und die Bühne mit leichten Schritten erobern. Während meiner Ausbildung litt ich an wiederkehrenden, unerklärlichen Entzündungsprozessen im Hals-, Nasen-, Ohren-, Magen-Darm- und Gelenkbereich. Mein Körper konnte der physischen Anstrengung nicht standhalten und ich musste meinen Traum aufgeben. Weil ich es liebe, Geschichten zu erzählen, lernte ich Drehbuchautorin und fing an, Kurzfilme zu produzieren. In diesem Arbeitsbereich fielen die wiederkehrenden Entzündungen und die sich verstärkende Darmdysbiose erstmal nicht so auf. Und dennoch, ich war, wie viele andere, am Epstein-Barr-Virus erkrankt. Nur, dass ich mich davon nie richtig erholte. Die Langzeitfolgen wurden stärker und chronifizierten sich. Es entstand das Chronic Fatigue Syndrom, Brain Fog, einhergehend mit Ganzkörperschmerzen und einer Verstärkung des Reizdarmsyndroms. Mein Leben teilte sich in ein Leben vor und nach der Erkrankung. Noch während der akuten Hochphase des Epstein-Barr-Virus und wiederkehrenden Mandel- und Ohrenentzündungen hatte ich immer die Hoffnung, dass die Entzündungen vorbeigehen würden. Es gab danach bessere Phasen, doch die Entzündungen holten mich trotz Mandel-OP und verschiedenen Antibiotikatherapien immer wieder ein. Die Schmerzen in meinem Körper, die Darmprobleme und die Unverträglichkeiten, die Konzentrationsprobleme und die Erschöpfung schaukelten sich so hoch, dass ich teilweise arbeitsunfähig wurde. Da es keine offizielle Diagnose gab, konnte ich auch keine Hilfe beanspruchen. Die Erkrankung zwang mich dazu, innezuhalten, das Funktionieren sein zu lassen und mich mit einem neuen Leben auseinanderzusetzen. Das ist meine Geschichte. Aber jede Geschichte ist anders. Wie dann 2015 das begonnen hat mit dem Chronic Fatigue Syndrom, ist eigentlich mein ganzes Leben den Bach hinuntergerutscht. Man hat eigentlich zuschauen können, wie ich eins nach dem anderen loslassen müssen habe. Ich habe mein Geschäft nicht mehr führen können. Also ich habe das zwar ein Jahr lang nur probiert, mit immer weniger Arbeiten, die Mitarbeiter mehr einspannen, aber irgendwann ist das ja dann auch nicht mehr leistbar. Ich habe dann meine Mitarbeiter alle kündigen müssen und dann ist zu den ganzen schlimmen Symptomen von damals einfach nur dazu gekommen, dass wir uns dann entschieden haben, dass wir uns trennen, damit zumindest einer von uns ein normales Leben weiterführen kann. Bei mir wurde damals der Brustkrebs diagnostiziert. Da war ich 25 Jahre alt und für mich fing da so die Reise eigentlich an. Es ging mir natürlich immer schlechter. Und auch während der Krebserkrankung hatte ich wirklich starke Fatigue. Und dann wurde es aber wirklich nicht besser. Also es wurde dann stetig schlimmer. Ich hatte starke Schmerzen, auch in den Muskeln, in den Gliedmaßen. Und konnte mich teilweise gar nicht mehr konzentrieren. Mir fielen keine Namen mehr ein und auch die Gesichter völlig weg. Dann hatte ich irgendwann gemerkt, jetzt muss ich was unternehmen. Und dann nach einem Jahr die Diagnose
Chronicle Fatigue Syndrome erhalten. Ja, also bevor das dann so schleichend losging mit der Erschöpfung, kann ich wirklich sagen, war ich das blühende Leben. Also es ging mir gut, ich war frisch verheiratet, ich hatte einen tollen Job, der mir Spaß gemacht hat, ich hatte Pläne, ich bin Psychologin, das ist ja eigentlich auch so ein cooles zweites Feld, da hatte ich eine Weiterbildung geplant. So langsam mit meinem Mann dachten wir auch, so langsam könnten wir auch dann mal in die Familienplanung gehen. Das Einzige, was auffällig war, dass ich immer oder oft Probleme mit dem Darm hatte. Schon als Kind oder als Baby habe ich die Kuhmilch nicht vertragen. Dann hatte ich so Spezialgetränke und bis ich 10 war, ging das dann und dann hat das wieder begonnen dass ich einfach immer Probleme mit der Verdauung hatte, oft Durchfall. Meine Mutter hat das auch und ihr hat man immer gesagt, sie habe einen Reizdarm und das hat man mir auch gesagt. Und bis ich etwa mit 20 Jahren, da hatte ich dann schon CFS, aber war das so schlimm? Ich hatte fast jeden Tag Durchfall. Vor der großen Erschöpfung litt ich schon lange unter erhöhter Infektanfälligkeit. Ich war sehr häufig krank, ich habe eigentlich alles erwischt, was so herumging, sei es Grippe, Angina oder eine sonstige akute Erkrankung. Vor ME/CFS hatte ich auch schon Symptome. Also in der Jugend hatte ich schon sehr viele Tonsillitis, also Mandelentzündungen, Harnwegsinfekte hatte ich seit meiner Jugend und ich hatte 2006 ja dann auch eine Gehirntumordiagnose, wo man ja rückblickend auch überlegt, ob manche Tumore auch EBV-bedingt sind. Ich war trotzdem leistungsfähig. Ich habe ja studiert, ich war in einem Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen, hatte einen anstrengenden Job, also das ist alles gut gegangen. Immer halt wieder schon mit leichten gesundheitlichen Problemen und dann dem Gehirntumor, aber ja, 2012 war dann das erste Mal wirklich, wo nichts mehr ging und 2016 dann ganz extrem eben. Vor der Erschöpfung war das so, dass ich immer schon ein sehr sensibler und feinfühliger Mensch war. Ich hatte auch Asthma und Neurodermitis, aber es war trotzdem so, dass ich 10 Jahre lang 40 Stunden die Woche arbeiten konnte und auch eine normale Freizeit hatte. Also ich konnte trotzdem ein ganz normales Leben führen, was mir jetzt nicht mehr möglich ist. Bevor die große Erschöpfung bei mir quasi kam, war halt auffällig, dass ich viel eine Infektneigung hatte. Also ich habe seit 4 Jahren in regelmäßigen Abständen von 4 bis 6 Wochen immer irgendwelche Infekte gehabt, mit denen ich quasi gelebt habe, wo ich mich nach einer Zeit einfach mit arrangiert habe. Ich wusste, irgendwas in meinem Körper stimmt nicht und das ist okay und habe viel versucht, einfach das anzunehmen und versucht damit quasi einfach zu leben, bevor dann letztendlich der große Lockdown im Körper quasi kommt. Insgesamt ging es mir sehr gut. Ich war wirklich eine gesunde Person, eine vitale Person. Ich war ganz viel unterwegs, ich bin ganz viel gereist oder habe auch länger in tropischen Gebieten gelebt und ich hatte einen längeren Aufenthalt zum Beispiel im Kongo und als ich zurückkam, hatte ich, glaube ich, einige Male Grippen, die sehr heftig ausgefallen sind. Also ich habe nie Grippe vorher gehabt, von daher war das sozusagen sowieso die erste Erfahrung in meinem Leben. Da war ich so, ich glaube Ende 20 und das hat mich ziemlich umgehauen. Also es war sehr, sehr stark und intensiv. Ich hatte auf der einen Seite, dass ich schon früh mit Mandelentzündungen zu kämpfen hatte, immer wieder, aber auch dann irgendwann in Australien war und da einen Infekt hatte. Zu der Zeit wussten wir nicht genau, was es war. Ich bin dafür nicht ins Krankenhaus gegangen oder so. Ich habe ganz tapfer gesagt, ich stehe das aus. Und seit diesem Aufenthalt in Australien ging es mir aber immer schlechter. Ich hatte vorher nie Bauchprobleme. Primär auch haben sich da Magenprobleme gezeigt, dass ich nach diesem Infekt eine Magenentleerungsstörung entwickelt habe. Ich hatte auf einmal mit Bauchkrämpfen zu kämpfen und hatte da die ersten Momente, wo ich wirklich träge war und erschöpft war. Und dann kam es ja zu meinem großen Knall. Ich hatte mit 21 einen Schlaganfall und
natürlich, das hat mein Immunsystem ziemlich aus der Bahn gekickt. Es hat dafür gesorgt, dass ich viele, viele Dinge neu lernen musste und mein Körper sich auch einfach neu strukturieren musste und neu finden musste. Vor ME/CFS nur Fructoseintoleranz entwickelt, habe eben vor 11 Jahren circa ein Virus in Ägypten eingefangen, wo ich dann monatelang am Anfang ein ganzes Jahr Dauerdurchfall gehabt habe. Bei mir wurde nachgewiesen, im Nachhinein mal, ich weiß nicht wie alt das ich war, die Teenageralter, dass ich den EBV hatte. Ich hatte die Akutphase der Erkrankung, habe ich gar nicht mitbekommen. Und EBV, chronischer EBV war immer wieder mal ein Thema, war bei mir je nach bei welchem Arzt ich war ein einfacheres oder schwierigeres Thema. Manchmal war der Glaube da, manchmal ein bisschen weniger. Ich hatte auch immer wieder zu hohe Leberwerte, wo man nicht genau wusste, woher die kommen. Da wurde dann eben festgestellt, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe. Alle in meinem Umfeld haben gesagt, oh, endlich kann man jetzt was machen. Ich hatte auch sehr gute Heilungschancen und war da auch Optimist genug. Das wusste ich immer, dass ich das schaffe. Und hatte dann natürlich die Hoffnung, dass es danach dann besser wird. Dann kam aber natürlich auf meinen schon erschöpften Körper, kam dann eben nochmal diese super starke Chemotherapie drauf und natürlich viele Medikamente, Hormontherapie. Davon wurde es natürlich nicht besser, wie wir jetzt heute wissen, wurde davon sicher der Epstein-Barr-Virus natürlich nochmal ganz extrem gefüttert. Und dann, als dann so die Krebserkrankung so 2 Jahre her war, habe ich mich nochmal daran erinnert, dass früher mein Heilpraktiker, der hatte den Epstein-Barr-Virus bei mir festgestellt. Und ich hatte dann durch Recherche herausgefunden, dass meine Lymphdrüsenkrebserkrankung, dass die wirklich, das ist auch schulmedizinisch nachgewiesen, mit dem Epstein-Barr-Virus zusammenhängt. Und dann ist mir das auf einmal wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass eben nicht die Krebserkrankung die Ursache für meine Erschöpfung war, sondern sehr wahrscheinlich diese chronische Epstein-Barr-Virusinfektion. Und die hat eben erst die Erschöpfung ausgelöst. Da hat sich dann nochmal die Krebserkrankung draufgesetzt. Und die war dann zwar zum Glück behandelt, aber der hat natürlich da schön weiter vor sich hin gewütet. Und dann ging es eben weiter mit der Erschöpfung. Erstmal nach diesem Streptokokkeninfekt hatte ich natürlich Halsschmerz und dann hatte ich eine so extreme Erschöpfung, die Arme und Beine, die waren wie Blei, ich hatte Grippegefühle, ich hatte Fiebergefühle, kälteempfindlich war ich hatte Atemprobleme, Lymphknotenschwellung, Tinnitus, ich war geräuschempfindlich, ich hatte Hautprobleme, Wortfindungsstörungen, kognitive Einschränkungen. Als ich gemerkt habe, dass das nicht so schnell vorbeigeht, war ich sehr verzweifelt. Weil ich habe auch gespürt, dass mir eigentlich niemand wirklich helfen kann, dass die Ärzte nicht wissen, was los ist. Ich fühlte mich alleingelassen, hilflos und wusste nicht, wie es weitergehen soll. Natürlich dachte ich nicht, dass es 20 Jahre dauern wird. Bereits in meiner Kindheit litt ich unter einem nervösen Magen. Es war aber nicht weiter schlimm, denn ich kannte es nicht anders. Erst als ich mehrere Monate nicht mehr aus dem Bett kam, musste ich mir eingestehen, dass ich mein Leben radikal umkrempeln muss. Ich litt am chronischen Erschöpfungssyndrom. Durch die vielen Antibiotikabehandlungen aufgrund meiner wiederkehrenden Entzündung war mein Darmmikrobiom so durcheinander, dass ich mehrere Lebensmittelunverträglichkeiten entwickelt hatte. Und die Schmerzzustände im ganzen Körper wurden immer ausgeprägter. Mein Hormonhaushalt spielte verrückt und ich verlor immer mehr Haare und zeitweise sogar meine Wimpern. Mein Körper zeigte mir dringend, dass etwas nicht in Ordnung war. Und die Ratlosigkeit der Ärzte jagte mir Angst ein. Ich hatte da auch Zugang zu den besten Kliniken in der Schweiz, also wie Zürich und Bern und so weiter. Ich glaube, die Versorgung dort war in dem Sinne gut, dass sich das sauber abgeklärt haben, aber es kam immer dasselbe raus, dass sie sich nicht erklären können, warum es mir so schlecht geht, warum ich all diese Symptome habe.
Das ging für sie einfach nicht auf und schließlich haben sie mir jeweils gesagt, wir glauben dir das, aber wir können dir einfach nicht helfen, weil wir haben keine Ahnung. Viele chronische Erkrankte machen diese Erfahrung. Die Symptome sind für die Allgemeinmediziner unspezifisch. Ja, man wird von Spezialist zu Spezialist gereicht. Es scheint, als würde der Blick auf das Groß und Ganze fehlen. Und trotz Erschöpfung sieht man sich gezwungen, von Klinik zu Klinik zu wandern, in der Hoffnung, auf jemanden zu treffen, der weiß, was mit einem passiert ist. Ein wichtiger Grund ist, dass diese Symptome nach einer Virusinfektion eben nicht spezifisch sind. Nicht? Das Hirn ist allgemein wahrscheinlich entzündet. Es können eben Zytokine eine Rolle spielen, vielleicht eine bleibende Aktivierung des Immunsystems, aber all diese Dinge sind ja nicht spezifisch für das Virus. Das heißt, es fällt uns dann sehr schwierig in der Forschung, aber auch für den einzelnen Arzt zu unterscheiden, ist das jetzt eigentlich eine Erschöpfung, weil man zu viel Arbeit hat? Ist das einfach eine endogene Depression? Oder ist es eben eigentlich, sind das die Folgen eines Virus? Bei CFS, was findet man da? Man findet vor allem eine massive körperliche Erschöpfbarkeit. Leute sind oft nicht in der Lage, die banalsten Dinge des Alltags zu bewältigen, ohne dass sie sich nachher hinlegen müssen oder lange rasten müssen. Man findet bei allen Leuten oder man findet generell bei allen Leuten einen nicht erholsamen Schlaf, egal wie lang der Schlaf dauert, egal ob die Qualität jetzt objektiv gesehen gut ist, man wacht in der Früh auf und ist gerädert und nicht erholt. Man findet bei sehr vielen Leuten Probleme mit der Kreislaufregulation, Schwindel, Benommenheit im Stehen, einfach deutliche Pulsspitzen bei relativ banaler körperlicher Belastung. Es sind deutliche kognitive Probleme vorhanden im Sinne von einer gesteigerten kognitiven Ermüdbarkeit, das heißt, dass man bei sehr banalen Tätigkeiten wie Lesen zum Beispiel relativ rasch an die Grenzen kommt und wieder Stopp machen muss. Das sind so im Prinzip die Kernsymptome, die dieses Krankheitsbild CFS ausmachen, ME-CFS ausmachen. Es gibt noch eine Vielzahl von anderen Symptomen, die halt mehr oder weniger stark ausgeprägt da sind, wie Schmerzen zum Beispiel, Probleme mit der Verdauung und so weiter. Aber ja, kurz gefasst, das wichtigste Kennmerkmal ist eine massive Erschöpfung, die mit Müdigkeit absolut nichts zu tun hat, die einfach massiv limitiert in all dem, was man im Alltag so machen mag. Viele Betroffene werden durch die jahrelange Recherche selber zu Spezialisten. Wie Petra Falch, die trotz ihrer eigenen Erkrankung sich mit der österreichischen ME-CFS-Selbsthilfegruppe auf Facebook für Aufklärung einsetzt. Bei 70% ungefähr der Fälle wird ME-CFS ja durch einen viralen oder bakteriellen Infekt ausgelöst. Es gibt aber auch Fälle, so circa 30%, wo das durch ein Traumata, durch eine Geburt, durch irgendeinen Verlust von Menschen oder einen Unfall oder sowas auch ausgelöst werden kann. Und ich möchte auch gerne für die Schwerstbetroffenen jetzt ein Wort einlegen, weil es gibt ja 4 verschiedene Stadien von ME-CFS, Schweregrade. Und ich würde das jetzt gerne einmal erwähnen. Und zwar, da gibt es ja die leicht Betroffenen, die nur meistens arbeiten können, aber dann die ganze Freizeit eigentlich liegend verbringen müssen, kein Sport mehr möglich ist und so. Und dann gibt es eben die moderat Betroffenen, wo ich auch hineinfalle, zwischen moderat und schwer, wobei ich das Wort moderat eigentlich so schlimm finde, weil es hört sich irgendwie so gemütlich an. Aber moderat ist einfach schon so, dass man nicht mehr arbeiten gehen kann, dass man zu 80-90% ans Bett und an die Wohnung gebunden ist. Und das ist halt wirklich auch kein passendes Wort nicht. Und schwer und Schwerstbetroffene sind ja dann auch oft meistens ganz bettlägerig und auch Pflegefälle. Und darum ist mir also wichtig, dass der Fokus einmal auf diese Pflegefälle gerichtet wird, weil die einfach ihre Stimme verlieren. Die verschwinden von der Bildfläche, die können sie nicht mehr stark machen für die Anerkennung von ME-CFS und die sind einfach auf uns angewiesen, auf die Menschen, die irgendwo das noch schaffen. Wenn man spürt, dass der Körper nicht mehr so ist wie früher, doch auf den Blutwerten und äußerlich alles in Ordnung scheint, fängt man an, stark an sich selbst zu zweifeln. Der Druck wird schwerer, je länger man sich nicht zu erholen scheint. Denn auch im Umfeld nimmt das Verständnis ab, wenn eine Erkrankung sich chronisch manifestiert. In den Jahren 2008 bis 2018 ging ich von Arzt zu Arzt, von Spezialist zu Spezialist. Die Blutergebnisse sahen nicht besorgniserregend aus.
Ja, die Entzündungswerte waren teilweise erhöht und es lag eine Eisenanämie vor. Aber niemand nahm das Wort virale Langzeitfolge in den Mund. Ich wurde mit den unzähligen Beschwerden einfach allein gelassen. Warum bei einigen Patienten oder einigen Menschen virale Langzeitfolgen auftreten, bei anderen nicht, kann man auch pauschal nicht beantworten, kann man auch beim EBV-Virus nicht beantworten. Hier wurden einige Untersuchungen gemacht, aber es gab nie einstimmige Antworten. Keine Antwort zu haben, ist eine Sache. Doch oft bekommt man als Betroffene grenzüberschreitende Antworten. Aussagen, die an Schikane grenzen. Es scheint, als ob die Schulmedizin, die in vielerlei Hinsicht sehr wertvoll ist, bei chronischen Erkrankungen schlichtweg überfordert ist. Da es an Aufklärung fehlt, werden Betroffenen auch oft von ihrem Umfeld nicht wirklich ernst genommen. Mein Hausarzt hat mir immer gesagt, ich sei ja jung und kann nicht wirklich ernsthaft krank sein und alle Bluttests waren immer in Ordnung. Das Einzige, was ich bekam, waren Eisentabletten. Und ja, schlussendlich hat mich dann mein Hausarzt zu einer Psychologin geschickt, weil er gesagt hat, ja, das kann eigentlich nur psychisch sein. Bei der Abklärung für eine Invalidenrente hat der zuständige Arzt mir gesagt, ich solle doch mal am Morgen Kaffee trinken oder duschen, er sei manchmal auch müde. Schlussendlich wurde ich von der Invalidenrente zu 100% arbeitsfähig eingestuft, obwohl meine beiden Ärzte, die mich schon seit vielen Jahren betreut hatten, beide über 20 Seiten Bericht geschrieben haben, dass das eben nicht so ist. Die Blutergebnisse und alle möglichen Tests haben bei mir nichts ergeben und dann wussten die Ärzte nicht mehr weiter und haben mir gesagt, dass ich nur krank bin, weil ich so viel im Bett liege. Was mir irgendwie gefehlt hat in dieser Zeit, ist vor allem Dingen, dass auch das CFS ja so von vielen Ärzten und Ärztinnen noch nicht wirklich anerkannt wird. Und deswegen bin ich von Arzt zu Arzt, von Endokrinologen zu Neurologen, zu Neurochirurgen, zu allem möglichen Ärzten gegangen. Und dadurch, dass mein Gesundheitszustand, dass sie das nicht so wirklich verstanden haben und immer nur auf die emotionale Schiene gestellt haben, bin ich da in so eine Hilflosigkeit einfach geraten. Zu Beginn war schon beim Hausarzt immer, war so der Wille ein Thema und du musst dich nicht zu fest unter Druck setzen in der Schule und so solche Dinge. Und das ging dann ziemlich schnell mal auf die psychosomatische Schiene. Ich ging dann auch zu einem Psychiater, weil ich ja selbst Hoffnung hatte, dass das mir weiterhilft. Ich habe Psychopharmaka genommen und ich habe einfach selbst nie das Gefühl gehabt, dass ich psychisch krank bin und das hat mir auch nicht geholfen, weder die Medikamente noch die Gesprächstherapien. Wegen dem Schwindel waren dann immer Thema so Ängste, dass das Angststörungen sind und so weiter. Und am Anfang war das ziemlich schwierig für mich und auch für meine Eltern oder vor allem für meine Mutter, weil sie sich auch immer für mich eingesetzt hat und gesagt hat, ja, ich glaube nicht, dass dieser Junge psychisch krank ist und dem fehlt etwas anderes. Und wir mussten uns immer so ein bisschen dagegen wehren und je mehr wir uns gewehrt haben, desto stärker hat auch die Gegenseite reagiert und gesagt, ja, das ist typisch für einen psychisch Kranker, dass man sich so fest wehrt, dass man sich das nicht eingestehen will. Aber das hat sich alles mit den Jahren dann relativiert und ich persönlich habe auch eher die Erfahrung gemacht, dass je höher der Arzt in einem Organigramm ist oder in einem Spital ist, desto weniger, dass er solche Aussagen macht. Oder er ist eher bereit, mal zu sagen, ich weiß das nicht, ich kann das nicht beurteilen, ich kenne das nicht. Es gibt solche Sachen, die man einfach nicht wissen kann. Meine Chefin hat damals zu mir gesagt, wenn man Depressionen hat, dann nimmt man Antidepressiva und dann kann man wieder arbeiten. Jetzt kannst du nicht mal schneller laufen, du läufst wie eine Oma. In deinem Alter war ich noch fit. Das sind halt alles so die Sachen, mit denen man halt konfrontiert wird. Und ich weiß, die Leute meinen es teilweise einfach nicht böse, aber da fehlt halt einfach jegliches Verständnis leider einfach für diese Erkrankung. Wo ich mich beklagt habe, dass ich so müde bin, da hieß es, ja, dann musst du einfach früher ins Bett, ja, geh einfach ein bisschen früher schlafen.
Ein Ratschlag war, dass ich halt einfach zufrieden sein soll mit dem, was ich habe. Meinen Beruf aufzugeben, war so eine Empfehlung, genauso wie die Einnahme von Psychopharmaka. Und was ich halt auch immer wieder gehört habe, ist, dass ich ja eigentlich gesund sei. Ganz am Anfang kamen natürlich so Sprüche, ach, ich bin auch so müde, ja, guck doch mal draußen das Wetter, ja, wir leben halt in einer stressigen Welt. Aber als es dann immer schlimmer wurde, das hat dann schon mein Umfeld dann sehr mitbekommen, die waren dann eigentlich auch sehr besorgt. Da hatte ich eigentlich wenig mit Vorurteilen zu kämpfen. Und ja, also von ärztlicher Seite habe ich einfach komplette Ratlosigkeit erlebt. Also ich wurde schon immer ernst genommen, aber das ist ja auch einfach die Sache, dass eben diese mysteriösen Krankheiten sind eben einfach noch nicht erforscht. Die Ärzte wussten nicht weiter. Da kam dann nach 3 Monaten ein Brief von der Krankenkasse. Ja, wir können Sie beglückwünschen. Wir haben eine Begutachtung gemacht, eine Begutachtung nach Aktenlage. Wir haben festgestellt, Sie können jetzt wieder so langsam. Fangen Sie doch mal nächste Woche mit der Wiedereingliederung an. Und das weiß ich noch, was das ein Schock für mich war, weil ich wusste, da geht noch gar nichts. Ja, das ist eine schwierige Interaktion zwischen dem Umfeld und den Betroffenen, weil die Betroffenen ja oft auch Menschen sind, die Verantwortung tragen als Eltern in ihrem Arbeitsbereich, wo auch immer, auch als Selbstständige. Und dass gerade dieses Schwachsein dürfen natürlich ganz schwierig ist. Ja, und auch das anderen zu zeigen, denn das kennt man zum Beispiel auch von schweren Erkrankungen wie Krebserkrankungen, dass die Menschen sehr oft ihr Leiden eher vor den Angehörigen verbergen oder die Angehörigen es auch nicht wirklich wahrnehmen, sondern sagen, das wird schon wieder und dann sehr schnell über die Situation hinweggehen. Deshalb sind Selbsthilfegruppen, Austausch mit gleich Betroffenen, wie ihr es halt eben auch auf eurem Channel macht, so wichtig, weil dort die Ängste, etwas zu zeigen, wesentlich geringer sind. Durch meine eigene Erkrankung und die Erfahrung, dass kaum über die postviralen Langzeitfolgen besprochen wird, wuchs der Herzenswunsch in mir, eine Plattform zu schaffen für chronisch Erkrankte. Mein Mann Jonas und ich fingen 2019 mit den ersten Dreharbeiten für den YouTube-Kanal an. In diesem Jahr führten wir Interviews mit Betroffenen von verschiedenen chronischen Krankheiten und mit Spezialisten mit Herz und Verstand. Ab Sommer 2020 sollten dann 2 Folgen pro Woche auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Es war für uns fast schicksalhaft, dass wir in diesem besonderen Jahr mit den ersten Videos über Langzeitbetroffene des Epstein-Barr-Virus online gingen. Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist die Hauptausgabe der Tagesschau am Tag, als der Bundesrat den nationalen Notstand ausruft. So einen Tag hat es in der Zweiten Republik noch nicht gegeben und auch nicht das, was in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen und Monaten noch auf uns zukommt. Ein Jahr, welches durch Corona stillstand. Eine Zeit, die wir nie vergessen werden. Es meldeten sich immer mehr Menschen bei uns, die lernen mussten, mit postviralen Langzeitfolgen zu leben. Mein Name ist Alicia. Ich leide nach der Infektion mit Covid-19 an dem chronischen Müdigkeitssyndrom, womit ich vorher nie in Berührung gekommen bin. Also es passiert bei ganz normalen alltäglichen Dingen, beim Einkaufen, Aufräumen, Kochen, dass man plötzlich unfassbar müde wird und ich fühle mich dabei immer, als ob ich eine Grippe bekommen würde. Also quasi diese Müdigkeit verbunden mit Gelenkschmerzen oder Fiebergefühlen, obwohl kein Fieber da ist. Ich muss mich hinlegen, das dauert ein paar Stunden, bis ich dann wieder fit bin. Mein Name ist Chantal Britt. Ich bin Anfang März 2020 an Covid erkrankt. Heute würde ich
jederzeit, ich würde sofort ins Spital gehen. Ich würde das nicht mehr abwarten. Aber ich habe natürlich, am Anfang konnten wir nicht, wir hatten ein schlechtes Gewissen. Und als die typische Schweizerin würde ich niemals ins Spital gehen. Da müsste ich wirklich am Boden kriechen. Und jetzt, wenn ich jetzt zurückgucke, da waren meine Symptome wahrscheinlich, die waren mehr als mild. Also das war nicht gut. Mein Name ist Nicole Olfert. Ich bin seit dem 22. Dezember 2020 an Covid erkrankt. Im ganzen Körper sind Schmerzen. Also wirklich von Kopf bis Fuß habe ich einfach Schmerzen. Die sind manchmal so schlimm. Es sind halt nicht nur Schmerzen an den Muskeln, sondern es ist eher so auch das Gelenk. Das kann man so schwer erklären. Es ist wie bei so einer heftigen Grippe. Was noch richtig schlimm ist, was für mich auch sehr untypisch ist, ist diese Konzentrationsschwäche. Ich kann mir sehr vieles nicht merken. Ich habe so das Gefühl, mein Gehirn ist wie so richtig gelöchert. Ich konnte lange Zeit nicht Auto fahren, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Das hört sich jetzt wirklich schlimm an, aber ich hatte manchmal richtige Panik. Ich wusste nicht, wo geht es jetzt zum Beispiel zu dem Laden, wo ich sonst mal einkaufe. Ne? Das habe ich erstmal verdrängt und ich habe es auch keinem gesagt. Ich bin immer alleine gefahren und das hat mir noch mehr Angst gemacht. Also irgendwann mal habe ich das dann meiner Familie gesagt. Ich habe gesagt, ich kann nicht einkaufen. Es tut mir leid, ich kann nicht einkaufen, obwohl ich das wollte. Covid hatte zu Beginn der Infektion meinen Magen-Darm-Trakt komplett verändert. Egal, was ich gegessen hatte in den ersten Tagen der Infektion, das kam alles wieder raus. Und auch noch Wochen bis Monate später war es so, dass ich Dinge, die ich vorher auch gegessen habe, einfach nicht mehr vertragen habe. Und ich weiß noch, dass ich einige Wochen nach der Infektion bei meinem Heilpraktiker saß und geweint habe, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, was mit meinem Körper passiert, aber mein Darm ist nicht mehr der gleiche. Ich bin extra zur Darmspiegelung gegangen, man konnte nichts sehen. Ich war nur noch müde, konnte, ich glaube, 5 oder 6 Wochen nicht arbeiten gehen und selbst danach hätte ich mir gewünscht, dass ich noch mehr Zeit hätte. Und da war nun dieses neue Virus. Und langsam kam dieser Begriff Langzeitfolgen zur Sprache, von dem unsere Interviewgäste jede Woche erzählten. Die Studien verdichteten sich. Im Winter 2020 sprach man im Zusammenhang mit Long-Covid bereits vom chronischen Fatigue-Syndrom, welches den Langzeitfolgen von EBV ähnelten. Es ist halt momentan ein sporadisches Ding. Ja? Epstein-Barr-Virus zum Beispiel, das ist ein häufiger Erreger. Ja? Viele Leute haben Mononukleose, viele Leute haben einen unspezifischen grippalen Infekt, wenn sie sich damit anstecken. Aber es geht halt irgendwie unter, weil einfach das nicht alles zum gleichen Zeitpunkt passiert, so wie Long-Covid. Das heißt, man übersieht es halt relativ leicht. Und es ist in einer Medizin, die so wie unsere Medizin so darauf fixiert ist, alles anhand von Laborbefunden, von MRs und so weiter sofort zu diagnostizieren, ist natürlich in der Situation, wo ich das nicht sofort ohne weiteres finde, weil ich entweder die falschen Untersuchungen mache oder weil möglicherweise die Messmethoden, die ich brauchen würde, um das festzustellen, was schief läuft, noch nicht vorhanden sind. Natürlich sehr schnell ist der Schluss da, okay, das ist alles psychosomatisch und das ist halt oft ein Fehlschluss. Ja, natürlich, man kann in niemanden reinschauen, man kann sich genauso täuschen, wenn man jetzt ME/CFS diagnostiziert, aber der Punkt ist, umgekehrt, psychosomatische Erkrankungen haben auch keinen Biomarker. Das ist im Endeffekt genauso eine klinische Diagnose momentan. Also den Epstein-Barr-Virus, der wurde ja so in den 60er Jahren entdeckt. Und wir hatten jetzt eigentlich lange Zeit, da zu forschen. Und es geht auch schon in Richtung Krebsforschung, sind sie ja schon weiter, was dieser Virus ausgelöst hat. Aber bei diesem chronischen Erschöpfungssyndrom noch nicht. Meine Frage, die ist vielleicht ein bisschen spitz, aber wäre es eigentlich nicht enorm wichtig gewesen, dass das die letzten Jahrzehnte mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte, um jetzt bereit zu sein für die ganzen Langzeitfolgen des Covid, wo eben das Erschöpfungssyndrom auch eine Hauptrolle spielt gerade? Ja, das kann man schon sagen, dass man das vernachlässigt hat. Nicht ganz. Es gibt ja wie ein neues Fach Psychoneuroimmunologie, die befassen sich eigentlich maßgebend mit dem Immunsystem. Aber mein Eindruck ist auch, diese Ursachen, diese spezifischen Viren, die hat man etwas wenig angeschaut. Man hat sich sehr auf die Biomarker, einfach auf die die Entzündungsreaktion fokussiert und wie man die hemmen kann.
Aber es ist halt schwierig zu sagen, wo der richtige Weg ist. Soll man sich spezifisch mit einem Virus beschäftigen oder eher mit diesen allgemeinen Reaktionen? Aber jetzt mit Covid wird das sicher ändern, oder? Dass wir dann nur schon, weil man jetzt einfach die Gelegenheit hat, sehr viele Menschen, die betroffen sind, zu untersuchen und sehr genau herauszufinden, wie häufig das ist und wie lange das anhält und so weiter. Das ist schon jetzt auch eine einmalige Chance, diese Art von Forschung zu einem Push zu geben. Als ich im November 2020 das erste Mal Studien über die viralen Langzeitfolgen las, raste mein Herz in meiner Brust. Das erste Mal, seit ich mich mit unzähligen Symptomen beschäftige, wurde diese Symptome als virale Langzeitfolge aufgezählt. Ich ging die Liste durch und wusste, ja, das ist es. Das sind die Symptome, worüber wir Epstein-Barr-Virus-Betroffene die letzten 30 Jahre berichteten. Das ist es. Und jetzt erscheint es einfach so in den Nachrichten. Wie kann das sein, dass jetzt darüber gesprochen wird, als wäre es das Normalste auf der Welt? Bis jetzt wurden uns Antidepressiva und Psychotherapie verschrieben. Zuerst war ich ein wenig enttäuscht. Und dann wurde mir bewusst, endlich werden wir nicht mehr abgestempelt. Endlich ist es offiziell. Endlich bekommen die bereits Millionen Betroffenen eine Stimme in den Medien. Im Frühjahr 20 hatte ich mich mit Corona angesteckt. In der Akutphase des Viruses ging es mir eigentlich noch fast besser als sonst. Keine Ahnung warum, vielleicht war mein Immunsystem irgendwie aktiver. Und jetzt, ein Jahr danach, geht es mir schlechter als vor einem Jahr. Meine Freundin hat sich zwischenzeitlich auch mit Corona infiziert. Ich habe mich nicht ein zweites Mal infiziert, also mein Körper hat sich anscheinend wehren können. Aber im Moment geht es mir schlechter als vor einem Jahr und es sind die alten Symptome, sind wieder ein bisschen stärker aufgebrochen. Es kam nichts Neues dazu, es ist einfach wieder die Erschöpftheit, der Schwindel, teilweise auch ein bisschen Taubheitsgefühle und so weiter. Die Erkrankung an sich war auch gar nicht so schlimm. Ich musste zum Beispiel nicht beatmet werden oder so. Aber danach ging das Ganze halt los. Ich hatte immer das Gefühl, es ist wie ein Flächenbrand. Mein ganzer Körper brennt irgendwo und überall flackert wieder ein neuer Brand auf. Ich versuche das zu löschen mit eben Strategien, Atemstrategien, Relaxing und Ernährung, zum Teil dann auch medikamentös. Es geht zum Teil nicht anders. Und dann versucht auf einer anderen Stelle taucht wieder ein neuer Flächenbrand auf, also irgendwas wieder Neues. Und dann weiß ich nicht, soll ich was machen oder nicht? Vielleicht geht es ja von alleine aus, vielleicht auch nicht. Vielleicht gucke ich einfach weg und dann wird es besser. Manchmal geht das nicht. Die Strategie, einfach wegzugucken, geht nicht. Also ich glaube, es ist wirklich man lernt seinen Körper ganz anders kennen und man hat einen riesen Respekt für die Leute, die seit vielen Jahren chronisch krank sind. Also ich habe mein Blick auf die Leute, die eben seit Jahren von chronischer Erschöpfung betroffen sind, das hat sich komplett geändert, weil ich wäre vielleicht vorher auch immer die gewesen, die sagt, ja, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ich höre das jetzt täglich und ich weiß, dass das nicht möglich ist. Die Symptomähnlichkeiten von den Betroffenen aus unseren Interviewreihen und den Personen mit den Langzeitfolgen von Covid-19 verblüfften uns. Und es macht uns auch traurig. Welche Reise werden sie antreten müssen? Immer mehr Menschen schrieben uns an, um darüber erzählen zu können, über ihre Langzeitfolgen des Epstein-Barr-Virus und wie sie sich selber helfen mussten. Ja, den Epstein-Barr-Virus-Erkrankten wurden ihre postviralen Erschöpfungszustände oft als psychosomatisch abgetan. Denn eine chronische Erkrankung ist äußerlich oft nicht zu sehen. Sogar die Laborwerte weichen meistens nicht von den Normwerten ab. Vorurteile sind hier vorprogrammiert. Es gibt durchaus auch eben auch von namhaften Organisationen wie der WHO oder CDC ganz klare Stellungnahmen, dass CFS, ME-CFS jetzt nicht psychosomatisch ist, aber natürlich Medizin ist sehr konservativ und wenn Generationen von Ärztinnen und Ärzten mit dieser Annahme aufgewachsen sind, dass es psychosomatisch ist, es dauert einfach ewig, bis sich das durchsetzt. Da wird vermutlich Long-Covid, ich hoffe zumindest, ein Katalysator sein. Wenn man keine Befunde objektivieren kann,
dann ist man in der Vergangenheit sehr oft davon ausgegangen, dass es sich um Persönlichkeitsstörungen oder um psychische Probleme der Menschen handelt. Sicherlich spielt das Gefühl und das psychische Befinden eine wichtige Rolle, aber wir neigen dazu, diesen Begriff diskriminierend zu gebrauchen. Wir neigen dazu zu sagen, naja, derjenige oder diejenige hat eine Macke, die ist einfach nur zu sensibel. Und damit versuchen wir, den Menschen halt eben in eine Ecke zu schieben, die sicherlich falsch ist. Ich glaube, wenn man von einer psychosomatischen oder einer ganzheitlichen Sichtweise des Menschen ausgeht, dann ist natürlich die Reaktion auf das Leiden, was jemand hat, das ist das Charakteristische des Leidens, das hat auch etwas zu tun mit Gefühlen. Aber das heißt nicht, dass man das Wort Psyche benutzt, um jemanden in die Ecke eines Psychals oder eines Schwächlings zu schieben. Diese Unklarheit führt natürlich schon zu einem Mangel an Empathie und Solidarität. Oder das ist schon ein Hauptproblem, das wir in der Psychiatrie haben. Meistens sind diese Ursachen unklar. Und das führt eben dazu, dass man die Patienten nicht ernst nimmt, oder wenn man keine richtige Ursache hat, dann hat man auch keine richtige Krankheit, oder der Patient spinnt selber oder erfindet das. Man kommt in diese sehr unangenehmen Probleme hinein. Und das sieht man, wenn das so klar ist, da sind die Menschen echt sehr solidarisch, auch mit, sage ich mal, depressiven Menschen. Man sieht es einem ja nicht an. Also das ist ja bei euch auch. Man sieht es den Leuten nicht an. Wir haben nichts vorzuweisen, wir haben nichts Messbares und man sieht es uns selber nicht an. Und eben, dann ist man nicht glaubwürdig und dann noch irgendwelche diffusen Symptome. Ja. Alles, was ich sehe und was ich erlebe im Alltag, deutet darauf hin, dass es keine psychosomatische Erkrankung ist. Natürlich, die Psyche ist insofern wichtig, weil viele von diesen Leuten depressiv werden, weil das natürlich eine absolute Katastrophe ist, wenn einem das Leben weggenommen wird. Aber das ist nicht die primäre Ursache, glaube ich. Und die allerärmsten Leute sind natürlich die primär eine psychiatrische Erkrankung hatten und dann noch einen Virusinfekt ME/CFS entwickeln, weil denen glaubt man gar nichts. Ja. Und solche Leute habe ich auch erlebt, ja, wo ganz klare Labormarker da sind, die darauf hinweisen, dass da was Entzündliches passiert im Körper. Ja. Wir müssen uns einfach mehr hinterfragen und wieder darauf besinnen, dass wir den Leuten glauben müssen primär. Ja. Also natürlich hatte ich Angst und ich hatte auch Panik, weil ich einfach nicht wusste, was gerade mit meinem Körper passiert, weil da einfach Dinge waren, die ich so vorher nicht hatte. Das habe ich dann dem Hausarzt erklärt, der dann zu mir gesagt hat, ja gut, ich schreibe Sie noch eine Woche krank und wenn Sie dann weiterhin nicht arbeiten gehen können, dann müssen Sie zum Psychiater. Ich kann nichts mehr für Sie tun. Es wurden bei mir erst viele Krankheiten ausgeschlossen. Als nichts Auffälliges gefunden wurde, wurde mir gesagt, dass das psychosomatisch sei und ich ein Burnout habe oder Depression. Durch die falsche Diagnose Burnout ist bei mir zu mehreren Zustandsverschlechterungen gekommen, die ich bis heute eigentlich nicht mehr losgebracht habe. Die erste Zustandsverschlechterung war eigentlich durch einen Reha-Aufenthalt, was ich eigentlich wirklich keinen empfehlen würde, bis es nicht eine auf ME/CFS angepasste Reha, bis sowas nicht gibt. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass ich ME/CFS habe aber meinen Zustand schon total gut beschreiben können, den typischen ME/CFS-Zustand. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht mehr arbeite, also dass ich nicht mehr Sport machen kann, keine Aktivierung mehr vertrage, weil durch alles sich mein Zustand so sehr verschlechtert. Und dann ist mir aber dort gedroht worden, so quasi, also wenn ich da nicht mitmache, dann muss ich das selber zahlen und dann bin ich von der Reha rausgeschmissen. Ich habe dann dort brav überall mitgemacht. Die zweite ist dann zu Hause eigentlich passiert, indem die Ärzte alle Antidepressiva verschrieben haben. Ich glaube, ich habe 10 verschiedene Antidepressiva verschrieben bekommen, habe aber immer wieder schon gesagt, ich vertrage das nicht. Ich habe alle Nebenwirkungen, die in der Packungsbeilage gestanden sind, enorm gehabt. Also ich habe nicht einmal noch aufstehen können. Mir ist jetzt mal schwarz vor den Augen geworden, wenn ich mich nur aufgesetzt habe. Habe gezittert, mir ist schlecht gewesen. Also ich habe das absolut nicht vertragen. Wir wissen aus Studien, dass die Lebensqualität von Leuten mit ME/CFS um ein Vielfaches schlechter ist als von Leuten mit anderen chronischen Erkrankungen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Umfeld nicht akzeptiert, dass einem ständig vorgeworfen wird, dass man tachiniert, dass man einfach keine Lust hat, dass man faul ist, dass man sich nicht darum bemüht, gesund zu werden.
ich erlebe diese Leute mit ME/CFS in meiner Ordination, die probieren alles, ja, die wollen, aber sie können nicht. Und das ist so ein riesengroßer Unterschied jetzt zu einer depressiven Erkrankung, wo oft der Antrieb einfach fehlt, ja, wo einfach aufgrund dieser Antriebslosigkeit einfach oft nichts möglich ist. Ja. Die Leute wollen ja, die tun bei jedem Blödsinn mit, die nehmen über Monate Psychopharmaka, obwohl es nichts nutzt, die nehmen das nächste Psychopharmaka, obwohl das erste nichts genutzt hat, die fahren auf psychosomatische Reha, die wollen besser werden und nachher wird es halt nicht besser, sondern vielleicht sogar schlechter, weil sie überanstrengt wurden in der psychosomatischen Reha. Und dann kommt gleich der Vorwurf, na, sie arbeiten ja nicht mit an der Genesung. Ja? Und sie sind gesund, sie können gesund geschrieben werden. Ja? Das ist eine Perversität in meinen Augen. Ja? Und es wäre einfach so wichtig, dass das System da jetzt einfach vielleicht durch Long-Covid irgendwie unterstützt, ein bisschen diesen Blick drauf ändert. Es ist niemandem geholfen, wenn man es jungen Leuten, die wirklich motiviert sind, die voll im Arbeitsleben drinnen stehen, dass man denen langzeitkranke Menschen macht, ja? die einfach wegfallen. Das ist ja wirtschaftlich gesehen auch ein Wahnsinn. Aber das Umdenken muss halt jetzt erst kommen. Unterscheidung zwischen Krankheit und Gesundheit ist ja eine künstliche. Das ist wie Licht und Schatten. Beides ist in unserem Leben eigentlich in einer gewissen Weise immer vorhanden. Es gibt weder die Super Health, noch gibt es die völlig hoffnungslose Krankheit. Natürlich gibt es terminale Krankheiten, bei der man das Leben verlieren wird. Aber normalerweise, gerade bei chronischen Krankheiten, haben die Menschen eine Menge an eigenen Stärken, die es gilt, ganz gezielt zu adressieren. Es ist ja oft so, dass gerade diejenigen, die vorher sehr stark waren und krank werden, nicht die Geduld aufbringen, dieses Heilungspotenzial, was sie haben, zu identifizieren und dann auch, wie man es heute so schön nennt, zu pacen, also sozusagen dosiert wieder zu steigern. Ich fühlte mich ertappt. Auch ich hatte mich über Jahre hinweg zu Höchstleistungen getrieben. Mein Umfeld fragte mich andauernd, wie ich das alles schaffen würde. Das machte mich stolz, denn so passte ich wunderbar in die Welt des Höher, Schneller und Weiter. Oft sagte ich, dass ich halt eine Macherin sei. Und ja, ich liebte es. Ich liebte es, so sportlich zu sein. Meine Weiterbildung, die Ausflüge mit den Kindern, die Feste, die ich für meine Freunde organisierte. Für alle immer da zu sein und perfekte Arbeit abzuliefern. In der Schulzeit hatte mich dieses Verhalten weit gebracht. Nach dem viralen Effekt hat mich meine zielorientierte Persönlichkeit jedoch zu Fall gebracht. Aber warum wurde ich zu so einer Überperformerin, die das ME/CFS in meiner Geschichte begünstigte? In meiner Kindheit musste ich immer funktionieren. Leistung und Perfektionismus waren meine Prägung. Auch traumatische Erfahrungen führten dazu, dass ich sehr schnell in Ängsten gefangen war. Mir wurde Selbstfürsorge schlichtweg nicht beigebracht. Da stand ich nun mit diesen Erkenntnissen, doch immer noch ohne Heilung. Lösungsvorschläge von außen ließen nicht lange auf sich warten. Ich habe alles versucht, was mir irgendwer geraten hat, was mir irgendwer empfohlen hat, und da wissen ja die Leute dann immer ganz viel. Akupunktur, Phytotherapie, Blaulichtlamp, Melatonin, Hormontabletten. Probier doch mal ketogene Ernährung aus. War ich sogar im Tropeninstitut, ein Wünscheroutengänger daheim, bei einer befreundeten Schamanin. Kinesiologie, Akupunktur, Radionik, Ayurveda, traditionelle chinesische Medizin. Akupunktur, Kraniosakral, Naturheilärztin. Ich habe mich homöopathisch behandeln lassen, Tai Chi, Yoga. Und ich habe mich von einer Auriculo-Medizinerin behandeln lassen, traditionell chinesischen Medizin. Alles auf Paleo gesetzt. Schulmedizinisch, dann alternativmedizinisch, chinesische Medizin und Homöopathie und Hypnose und so weiter, Physiotherapie und Osteopathie. Autogenes Training, verschiedene Massagen. Ich habe mal Candida-Pilz versucht zu beheben. Das kann man Jahre machen. Und ich kenne auch Leute, die das Jahre gemacht haben. Ich habe es ja auch relativ lang gemacht. Ich habe es dann mit, wie ich vieles dann durch hatte, eben irgendwann habe ich gesagt, das geht jetzt nicht mehr, auch nicht mehr finanziell. Was bedeutet es, monatelang zu erkranken? Monatelang in einem abgedunkelten Zimmer zu liegen? Was bedeutet es, nicht mehr funktionieren zu können? Was bedeutet es, wenn man nichts mehr hat, außer seinen Atem und seinen Träumen?
Für mich hieß es, dass ich mich neu erfinden musste, dass ich meine kindlichen Prägungen verabschieden und meine alten Gewohnheiten radikal ändern musste. Es bedeutete ein Reset. Dieser Reset tat verdammt weh. Ich hatte nie danach gefragt. Dieses Rausreißen aus dem Gewohnten fühlte sich an wie eine Naturkatastrophe. Es überrollte uns und hatte mich und meine Familie über Jahre hinweg aus der Bahn geworfen. Mein Traum, auf der Bühne zu tanzen, musste ich schmerzhaft gehen lassen. Ich wünschte mir nur noch eines: gesund zu werden. Diese Episode hinter mir lassen zu können. Meine Träume zu leben. Like a river in the rain. Wir zogen von München zurück in die Schweiz aufs Land, damit ich weniger Stress ausgesetzt war und mich öfters in der Natur aufhalten konnte. Wer unseren YouTube-Kanal kennt, weiß, dass es Hoffnung gibt. Die Interviews und meine eigene Erfahrung zeigen, dass sich die Symptome des ME/CFS lindern lassen können. Manche Betroffene erholen sich ganz, andere leiden weiterhin, wie ich, an einer Stressunverträglichkeit und kognitiven Schwierigkeiten. Und bei wieder anderen geht die Genesung sehr schleichend voran. Aber was hilft nun bei ME/CFS? Wovon berichten die Fachleute und die Betroffenen? Pacing ist wichtig. Das ist diese Anpassen der Aktivität, sowohl körperlich als auch kognitiv, an das, was möglich ist. Eben nicht nur im Bett liegen, aber eben aktiv sein, nur in dem Rahmen, wo keine Verschlechterung des Zustandes eintritt. Ich glaube, dass CFS, ME/CFS vor allem dann diese Leute betrifft, also diese chronische Form jetzt von postviraler Fatigue, für die es schwer ist, diesen Rahmen zu finden. Ja, es gibt eine Studie, die ich ganz interessant finde, weil sie sich ein bisschen so deckt mit dem, was ich klinisch wahrnehme, zu Charaktereigenschaften von Leuten, die ME/CFS haben, dass die oft sehr zielorientierte, leistungsbereite Leute sind. Und das ist auch genau meine Wahrnehmung. Pacing ist nicht leicht für Leute, die von der sportlichen Betätigung zum Beispiel kennen, dass es notwendig ist, sich zu schinden, wenn man einen Fortschritt machen mag. Das versucht man natürlich in der Situation auch, nur dass es da eben nach hinten losgeht. Ja. Und es ist komplett gegenintuitiv. Es ist gegenintuitiv für alle Betroffenen, die das gewohnt sind, dass es einfach jetzt nicht funktioniert, sich darüber zu quälen. Es ist gegenintuitiv für Ärztinnen und Ärzte, die gewohnt sind, den Patientinnen und Patienten zu raten, bewegt euch, es wird besser, weil es stimmt ja für die meisten Sachen, da nicht. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das jetzt irgendwie von dieser Perspektive betrachtet, ME/CFS, was mir die Leute erzählen, also 70% der Leute, die an ME/CFS leiden, haben das ja nach einem viralen Infekt entwickelt. Ja. Dass eigentlich durch die Bank Leute waren, die sagen, sie haben einfach versucht, drüber zu gehen. Es wurde ihnen geraten, drüber zu gehen. Sie haben versucht, drüber zu gehen und es ist laufend schlechter geworden. Und irgendwann einmal kommt man an einen Punkt, wo diese Verschlechterung so drastisch ist, dass einfach auch normale Aktivität schon wieder dazu führt, dass man tagelang im Bett liegt. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo es dann schwierig wird, wieder rauszukommen, weil man natürlich dann kommt diese körperliche Dekonditionierung auch dazu. Und wie soll man Konstitution aufbauen, wenn man nicht über die Grenzen gehen darf? Das ist ein Teufelskreis. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, deswegen ist das mein Mantra bei all diesen Leuten mit Long-Covid, Pacing. Ja. Ich glaube, wenn man das schafft, dann hoffe ich sehr, dass man chronische Langzeitfolgen überwinden kann. Und ich glaube, dass das bei anderen Formen von postviraler Fatigue nicht großartig anders sein wird. Ich glaube, was das Allerwichtigste ist, dass man erst einmal akzeptiert, dass man vorübergehend Pech hat. Ich sage bewusst vorübergehend und weiß nicht, wie lang. Es gibt Leute, die waren schwerer klinisch erkrankt, aber haben weniger Folgen. Es gibt Leute, die haben relativ wenig klinische Symptome gehabt, aber haben Langzeitfolgen. Und das erst einmal zu akzeptieren zu lernen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, damit man überhaupt seinen Weg in die Heilung, auch ein schwieriges Wort in der Medizin, weil in der Medizin geht es immer um Behandlung, finden kann. Was kann man machen? Es geht ja darum, ich bin ja als gesamter Mensch betroffen, in meiner Leistungsfähigkeit. Im Vordergrund steht eben die schnelle Ermüdung, was etwas damit zu tun hat, dass die Viren die Gefäße angegriffen haben, dass die Viren die Lungenfunktion angegriffen haben, die Herz-Kreislauf-Funktion, also die Belastungsfähigkeit langsam zu steigern, wirklich langsam, Geduld zu haben
und Hoffnung zu haben. Das ist auch schwierig für Menschen, die eher säkular sind, das heißt, die wenig spirituelle Dimensionen noch akzeptieren, denn für die geht es nur eben um die Befunde. Hoffnung ist ja oft auch etwas eher Weitergehendes, sozusagen etwas, wo ich sage, da gibt es irgendetwas, das hilft mir. Und das ist für viele eine spirituelle Dimension, die nicht so leicht zu aktivieren ist, wenn man sehr materiell eingestellt ist. Gerade kürzlich, also 2021, eine wichtige Publikation erschienen, die das sehr deutlich zeigt. Da hat man einfach 100 Personen genommen, die Covid hatten und geschaut, wer entwickelt jetzt solche neuropsychiatrischen Symptome. Das sind ja doch also bis zur Hälfte, sicher ein Drittel, sogar neurologisch relevante Symptome. Also das Hirn ist ja sicher betroffen. Und dann haben wir einfach geschaut, wer hat jetzt da einen schlechten Verlauf und wer einen guten Verlauf. Und dann haben wir gesehen, das korreliert doch recht gut mit den Darmbakterien. Das heißt, zum Beispiel Bifidobakterien, die kennen wir ja schon, die hemmen ja die Entzündung und tatsächlich hatten die Personen mit einem schlechten Verlauf viel weniger dieser Milchsäurebakterien. Das ist schon interessant, das ist schon neu, dass man sieht, und es geht vor allem um so eine Modulation des Immunsystems, eben, dass es nicht übermäßig reagiert, dass da die Darmbakterien und dann letztlich auch natürlich die Ernährung und so weiter eine Rolle spielen. Man kann doch davon ausgehen, wenn man ausgewogen isst, wenn man auf industrielle Nahrung eher verzichtet, dass man genügend Bewegung hat, dass man so eben die Darmbakterien ins Lot bringen kann und eben eine gute Ausgewogenheit hat. Und somit kann man eigentlich schon präventiv durch diesen Lebensstil etwas dazu beitragen, auch dann, wenn mal man das Virus hat. Man muss ja auch immer sehen, es gibt auch viele genetische Faktoren, andere Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Das muss man auch sehen. Aber hier scheint mir klar, das immer deutlich zu werden. Die Darmbakterien kann man verändern, dass man hier diese Ernährung, diese Ausgewogenheit immer wichtiger werden wird. Ja, dazu gibt es bereits schon sehr spannende Studienergebnisse aus der Universität Hongkong und ein Gastroenterologenteam hat sich dort angesehen, wie die Darmflora von Covid-Patienten gegenüber nicht erkrankten Patienten aussieht und man konnte eben feststellen, dass sich die Zusammensetzung der Darmflora, der Darmbakterien verändert und bei Patienten, die an Corona erkrankt sind, vermehrt entzündungsfördernde Bakterien, Darmbakterien nachgewiesen werden konnten und gleichzeitig eine Reduktion der Bakterien vorlag, die schützend wirken, die das Immunsystem harmonisieren im Vergleich zu gesunden Personen. Und vor allem das Interessante ist, dass sich diese Verschiebung der Darmflora, diese Dysbiose, auch noch nach der Virusinfektion nachweisen ließ. Und die Wissenschaftler gehen tatsächlich davon aus, dass auch die Spätfolgen, also die Post-Covid-Symptome, in Zusammenhang mit dem Ausmaß dieser Dysbiose, dieses Ungleichgewichts stehen. Und dementsprechend auch die Symptome stärker ausfallen. Also je schlimmer dieses Ungleichgewicht der Darmbakterien war, umso schlimmer sind auch die Symptome, die Covid-Symptome aufgetreten und eben auch die Langzeitfolgen. Und hier ist natürlich entscheidend, wie die Ernährung aussieht. Wenn jemand, der schon geschwächt ist, auf sehr viel industriell verarbeitete Lebensmittel zurückgreift mit Konservierungsstoffen, mit Aromen, mit Farbstoffen, mit Transfettsäuren, mit Zucker, mit künstlichen Süßstoffen, die unter Umständen chronische Entzündungen fördern können oder auch die Darmflora, das Darmmikrobiom weiter negativ beeinflussen können, kann das natürlich auch ein chronisches Erschöpfungssyndrom zusätzlich triggern. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, wir möchten den Körper so gut wie möglich versorgen mit Mineralien, mit Vitaminen, mit sämtlichen Nährstoffen, mit Ballaststoffen, ganz besonders für die Darmflora. Und dann kann man natürlich gucken, was ist hier nützlich und das ist und bleibt die ganz alte, trockene Antwort, möglichst naturbelassene, pflanzenbasierte Ernährung. Und damit kann man auf jeden Fall ein chronisches Erschöpfungssyndrom positiv unterstützen. Covid-19-Patienten können von anderen Patienten, die bereits eine andere Viruserkrankung durchgemacht haben und unter Umständen noch unter den Langzeitfolgen sehr, sehr viel lernen. Denn das Problem ist, wir haben hier
relativ wenig wissenschaftlich basierte Daten, müssen aber trotzdem mit den neu erkrankten Personen irgendwie umgehen können und ihnen einen Rat geben können. Und da ist es ganz wichtig, sich tatsächlich auch individuelle Erfahrungsberichte anzuschauen. Natürlich brauchen wir evidenzbasierte Fakten, aber wenn wir sie nicht haben, brauchen wir irgendwas anderes, woran man sich festhalten kann und der Patient in dem Fall sich orientieren kann. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass Erfahrungsberichte von chronisch erkrankten Patienten Gehör bekommen und Neuerkrankte nachfragen können, wie hat derjenige sich ernährt? Was hat er verändert? Wo hat er Hilfe bekommen? Wie hat er sich verhalten? Was hat er falsch gemacht? Was würde er nicht nochmal machen? Und um da einfach ein Gerüst geliefert zu bekommen, an dem er sich orientieren kann, auch wenn wir von wissenschaftlicher Seite leider noch nicht so weit sind, da klare Empfehlungen geben zu können. Bedeutet aber nicht, dass es nicht Verhaltensstrukturen gibt, die förderlich sind oder auch nicht förderlich sein können. Und umso wichtiger ist eben auch, dass man sich anhört, wie bereits Erkrankte, die diesen ganzen Prozess schon hinter sich haben, vielleicht sogar schon zur Heilung gekommen sind, was die gemacht haben und dort auch wirklich zuhört und das ernst nimmt und auch weitergibt. Und dann kam der Tag, an dem die Arzthelferin zu mir sagte: Frau Bucher, schauen Sie mal außerhalb der Schulmedizin. Ich war sauer, denn übersetzt hieß diese Aussage, dass ich austherapiert sei. Die Schulmedizin konnte mir noch nicht helfen. Sie waren einfach noch nicht so weit. Aber ich wollte nicht zu einem Schamanen gehen oder so. Ich wollte mich im sicheren Schoß der Wissenschaft und der Forschung wissen. Ich begegnete 3-mal den Büchern von Anthony William. Ein Typ aus Kalifornien, der medizinische Informationen gechannelt bekommt. Und ich war einfach nur dankbar für jede hilfreiche Information. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt keine Bücher lesen und hörte mir die Lesungen auf YouTube an. Ich verstand die Wichtigkeit der Annahme der Erkrankung, die virale Ursache meiner Symptome und welchen Namen meine Beschwerden in der medizinischen Welt hatten. Ich bekam eine Anleitung, mich selbst zu stabilisieren. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es ein wissenschaftliches Buch gegeben hätte. Aber diese Bücher mussten vielleicht erst noch geschrieben werden und ich hatte keine Zeit zu warten. Ich wollte alles richtig machen, und zwar jetzt. Also begann ich mit dem Selleriesaft, mit einem Schwermetall-Entgiftungssmoothie, ließ Gluten, Zucker, fast alle Fette und alle tierischen Produkte weg. Und siehe da, ich fing an zu genesen. Nach knapp einem Jahr fühlte ich mich nach 10 Jahren Kranksein wieder gut. Zusätzlich lauschte ich geführten Meditationen und übte mich in Atemübungen. Als ich stabiler war, fing ich eine Traumatherapie an. Doch schnell merkte ich, dass auch in der Ernährung der Perfektionismus überhand nahm. Hier lehrte mich Ayurveda, mit mir zu gehen, mit mir und der Natur und meinem Körper, mich so anzunehmen, wie ich bin. Denn darin steckt die größte Stärke, im Sein. So ähnlich wie die Vorzeichen einer Erkrankung sind, so ähneln sich die Strategien der Genesung. Ich sag mal einen alten Begriff Körperpflege. Dazu gehört die gesunde Ernährung, was ja ein wichtiger Faktor bei euch ist. Dazu gehört manchmal auch die Einnahme von Zusatzmineralstoffen, von Zusatzmedikamenten möglicherweise auch. Dazu gehört die liebevolle Einbindung in ein Milieu, sage ich jetzt mal, ganz allgemein, was in Zeiten wie diesen natürlich schwierig ist, weil man relativ wenig Menschen sehen kann und die Kommunikation alleine über visuelle Medien das nicht ersetzen kann. Dazu gehört Kontakt, Berührung, Nähe, Zärtlichkeit und dazu gehört eben die Begegnung mit der Natur, weil dort auch der Prozess von Vergehen und Werden, also dieses Natürliche, das hat eben auch ein Baum durch einen Zyklus geht, der wirft seine Blätter ab, der ist im Winter, steht er kahl da. Wenn ich jetzt nicht wüsste, woher sollte ich denn wissen, dass er wieder Blätter bekommt, dass er Blüten bekommt, dass er Früchte bekommt? Also dieser Kontakt zur Natur hat einen sehr hohen symbolischen Wert auch für die Heilung. Das einfach zu betrachten, fast kontemplativ, kann auf mich selbst übertragen, dann halt eben auch eine große Wirkung haben.
was bei mir nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt war anzuerkennen, dass ich einfach nicht mehr wie früher leistungsfähig bin. Also ich habe wirklich viele Jahre jetzt immer weiter versucht, meine Arbeit noch schaffen zu können, habe mich da selber immer wieder, ja, im Nachhinein würde ich wirklich sagen, angepeitscht. Mein Kopf hat gesagt, komm, das ist doch jetzt schon so lange her, du ruhst dich jetzt schon so lange aus, wie lange willst du dich noch ausruhen? Gerade bei der chronischen Erschöpfung immer wieder zu schauen, in die Entspannung zu kommen. Weil das weiß man, das ist mittlerweile ja auch sehr gut eben nachgewiesen, dass also wir haben ja so tolle Selbstheilungskräfte und die können aber eben nur anspringen, wenn wir im entspannten Zustand sind. Wenn man im Kampf ist, wird man immer verlieren. Dieser Widerstand macht es einfach noch schlimmer. Und dieses Annehmen, was ist, also dass man krank ist, dass man erschöpft ist, dass man gewisse Dinge gerade nicht leisten kann, das kann man dann einfach auch, glaube ich, auf andere Sachen im Leben auch noch übertragen. Weil was Einschränkenderes kann man sich ja manchmal gar nicht vorstellen. Und diese Annahme kann sehr viel erleichtern und Frieden in einem bringen. Und das setze ich auch gleichzeitig gleich mit Geduld. Also Geduld mit sich selbst, Geduld mit der Krankheit, Geduld mit dem Leben. Was ich vor allen Dingen auch gelernt habe und was ich erstmal sehr frustrierend fand, ist, dass wir nicht aus unserer eigenen Haut heraus können. Und der Gedanke kann einem Angst machen, wenn man schwer krank ist. Er kann aber auch den eigenen Körper zum absoluten Tempel machen und halt sagen, alle Energie, die ich habe, kriegt mein allererstes Zuhause und das ist mein Körper. Was ja wirklich das Wichtigste ist für Betroffene, das ist das Einteilen von der Energie. Also, dass man wirklich sagt, so viel Energie habe ich zur Verfügung und das teile ich mir über den Tag jetzt ganz genau ein. Das ist halt für den einen endet das mit einem Gang zur Toilette, für den anderen mit dem Umdrehen im Bett oder für der andere ist vielleicht ein kleiner Spaziergang. Also das war für mich sehr wichtig, das Pacing. Ich habe aufgehört, Zucker zu essen, ich habe aufgehört, Gluten zu essen. Meine Ernährung besteht jetzt hauptsächlich aus Obst und Gemüse. Und so gut wie keine Milchprodukte mehr und mir taugt es total, meinem Magen geht es jetzt gut. Plötzlich habe ich dann erfahren, ja, probierst du mal aus, glutenfrei dich zu ernähren. Das habe ich gemacht und das war so das, was plötzlich so eine Änderung brachte. Also ich hatte plötzlich keine Muskel- und Gelenkschmerzen mehr, wenn ich vom Arbeiten nach Hause kam oder wenn es ein stressiger Tag war. Und da habe ich plötzlich gemerkt, okay, das klingt spannend. Und dann, als es mir wieder mal total schlecht ging, bin ich in die Buchhandlung, das war so mein zweites Zuhause. Ich habe dann ständig neue Bücher gelesen, neue Studien. Und da ist mir wirklich das Buch von Anthony William, also von Medical Medium, vor die Füße gefallen, wirklich wortwörtlich. Und da dachte ich so, okay, schaust du dir an? Und ich habe es gelesen und ja, während dem Lesen habe ich schon Tränen in den Augen gehabt, gesagt, okay, das teste ich voll aus und habe da natürlich langsam gestartet und wirklich stetig auf Besserung gemerkt. Und nebenbei musste ich mich wie von dem Gedanken verabschieden, hey, du musst nicht perfekt sein, du musst nicht 100% fit sein, du musst deine Krankheit akzeptieren, aber sie macht nicht dein ganzes Leben aus. Ich habe dann im 2018 die Bücher von Anthony William kennengelernt und habe dort für mich wirklich super Antworten gefunden auf meine Fragen. Seitdem ernähre ich mich auf diese Art und Weise und ich bin immer noch sehr erschöpft und habe auch noch diverse Symptome, aber ich konnte auch schon diverse Verbesserungen feststellen. Es sind kleine Verbesserungen, aber für mich sehr wichtige. Also zum Beispiel habe ich eine weniger hohe Infektanfälligkeit jetzt. Ich bin weniger häufig noch zusätzlich krank mit einer akuten Infektion oder so. Ich habe weniger Brain Fog. Ich fühle mich innerlich weniger zittrig. Ich habe weniger das Gefühl, dass ich ständig fiebrig bin und schwer krank. Da habe ich dann von einem auf den anderen Tag beschlossen, so kaufe jetzt nur noch Bio-Lebensmittel, um mir da nicht noch zusätzlich irgendwelche Giftstoffe einzufahren. Das Erste, was mir ein bisschen geholfen hat, war eigentlich die Kündigung meines Jobs. Und da bin ich dann auch auf Reisen gegangen. Und da hatte ich das erste Mal ein bisschen
ja, Zeit für mich und einfach meine Ruhephasen auch selber einzuplanen können. Und das hat mir ein bisschen geholfen. Und dann während dieser Reise bin ich so ein bisschen in die spirituelle Richtung gekommen, habe angefangen, Yoga zu machen und zu meditieren und bin da auch zu der veganen Ernährung gekommen. Und also jetzt unabhängig von der Krankheit habe ich dort zur veganen Ernährung gefunden. Und jetzt rückblickend gesehen hat mir das schon geholfen, halt auch auf die Milchprodukte zu verzichten und Käse und so weiter. Also ich habe dann angefangen, dass ich Nahrungsmittel weggelassen habe, die das Virus, was für meine Erkrankung verantwortlich war, gefüttert hat. Und das waren zum Beispiel Nahrungsmittel wie Gluten, Eier und Milchprodukte. Ich habe bereits relativ früh begonnen, mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Habe da phasenweise gemacht, ohne Zucker oder ohne Gluten. Antivirale Ernährung, antivirale Nahrungsergänzungsmittel, lebendige Nahrung, und viele ernähren sich ja nur mehr von leerer Energie oder leeren Mahlzeiten, was man halt damit auch beeinflussen kann. Primär mit der Ernährung, aber auch mit dem Emotion Code, mit der Arbeit mit dem Emotion Code und Meditationen, um das vegetative Nervensystem herunterzufahren und den Lymphfluss in Gang zu bringen. Ich habe wieder angefangen, mäßig auf einem medizinischen Trampolin zu schwingen, was ich aber in der Anfangsphase nicht empfehle, habe ich es geschafft, einige Symptome zu reduzieren. Ich habe ganz, ganz viel versucht. Ich habe Antibiotikum genommen, ich habe Supplemente eingenommen, ich habe eine Akupunkturtherapie gemacht, ich habe eine Verhaltenstherapie ausprobiert. Also Physiotherapie hat mir sehr gut geholfen, eine Ernährungsumstellung nach Anthony Williams. Ich habe Reha-Sport gemacht, Pacing, also so ein Aktivitätsmanagement, Yin-Yoga, Meditation und eine Reha. Und eigentlich hat alles, bis auf den Sport, auch geholfen. Also alles waren kleine Stücke, die zu einem Teil meiner Heilung, dass es mir jetzt schon wieder viel besser geht als am Anfang, beigetragen. Und trotzdem ist es aber so, dass ich immer noch nicht, also ich kann das jetzt mit den ganzen Puzzlesteinen auf einem ganz guten Level halten, bin aber immer noch nicht, also längst nicht wieder so leistungsfähig. Und wenn ich mich auch nicht ganz strikt an das Pacing halte, dann kommen die Symptome auch immer ganz schnell wieder. Der erste Punkt, was mir Hoffnung geschenkt hat, war, dass diese Krankheit einen Namen hat, tatsächlich. Ich wusste das ja lange nicht. Und dass auch andere die haben. Und dann eben auch andere Heilgeschichten zu sehen und zu lesen. Auf jeden Fall sind meine Beine besser geworden. Also ich hatte auch ganz stark das Restless-Leg-Syndrom, was mich sehr gequält hat, vor allen Dingen in der Nacht. Das ist deutlich besser geworden. Durch die Ernährung würde ich jetzt definitiv schon sagen. Meine Haut ist wieder viel besser geworden. Also ich hatte so viele Unreinheiten im letzten Jahr gerade bekommen. Da hat sich eine Menge auf jeden Fall getan. Und die Gelenkschmerzen, habe ich das Gefühl, werden nach und nach immer weniger. Ich kann wieder schmerzfrei laufen. Und das sind so die ersten Anzeichen, die ich auf jeden Fall mittlerweile spüre. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es nach und nach immer weniger wird und die Liste immer kleiner wird. Die Epstein-Barr-Virus-Betroffenen berichten, dass ihnen verschiedene Dinge wie eine längere Auszeit, Meditation, radikale Ernährungsumstellung, also auf eine antientzündliche Ernährungsweise, und das Supplementieren vieler Nährstoffe eine Erleichterung gebracht hat. Wie denkst du darüber, wenn du das hörst? Ja, also das ist das, was wir auch empfehlen. Also wir in der Long-Covid-Gruppe, wo ich auch dabei bin, das ist das, was wir empfehlen. Bei den Nährstoffersatz, da gucken wir schon, ob es zuerst überhaupt ein Mangel besteht. Also ich habe sehr viele Zusätze genommen und ich habe dort nicht immer gewusst, ob wirklich das etwas verändert hat. Die Nahrungsmittelumstellung hat auf jeden Fall, das bringt auf jeden Fall eine Erleichterung. Ich glaube, das hilft allen Leuten. Und es ist ja auch nachvollziehbar. Also wenn man spürt ja, dass eine Entzündung im Körper ist und
man merkt, dass wenn man das wirklich runterfährt, wenn man wirklich versucht, das alles komplett in diesen Reset zu machen, dass dann wieder das Normale, also diese Dysregulation möglicherweise wieder aufgehoben wird. Und was in seelischer Hinsicht die beiden Gruppen voneinander lernen können, ist, dass es trotz alledem möglich ist, wieder zurückzukommen, auch wenn es lange dauert. Das ist etwas, was man ja auch bei Menschen sehen kann, die zum Beispiel einen schweren Unfall hatten, die wochenlang nur gelegen haben oder sich überhaupt nicht mehr bewegen konnten und wie mühselig das ist, aber wie sehr man dann auch wertschätzt, was man wieder kann, wer man ist, so wie du das ja bei vielen Menschen in deinen Videos darstellst, dass man das Leben dann anders wertschätzt. Also die Krankheit war dann nicht umsonst. Und das ist immer ein schwieriges Wort, aber das ist ein bisschen auch die spirituelle Dimension von Erkrankung, von Krankheit. Das hat jetzt nichts mit Religion oder mit Ideologie zu tun, sondern das ist dieser Reifungsprozess, der sehr schwierig ist und den ich bei vielen Menschen im Laufe meiner Tätigkeit natürlich kennengelernt habe und auch sehr bewundere, wie sie das überhaupt geschafft haben. Wow, so schön. Finde ich mega schön, dass Sie diesen spirituellen Prozess, den man tatsächlich den erlebt man so, weil man zerbricht, das Ego zerbricht, all das, wer man vorher war, was man leisten konnte, all das, was in unserer Gesellschaft wichtig ist, das ist zerbrochen. Und das ist, ich sage immer, es ist wie Phönix aus der Asche. Man steigt dann auf und man ist wenigstens auf der geistigen Ebene, durfte man so viel an sich arbeiten und sich selbst, wer ist man ohne das Rundherum, ganz nah kommen. Ja. Es gibt in verschiedenen philosophischen Traditionen natürlich Ähnlichkeiten. Im Buddhismus gibt es diese schöne Parole, jetzt auf Englisch gesagt, falling into pieces without falling apart. Das heißt, also man zerbricht, aber man löst sich nicht auf. Oder Friedrich Nietzsche hat in seinem Vorwort zur fröhlichen Wissenschaft geschrieben, man kommt aus solchen Erkrankungen mit einer neuen Gesundheit zurück, mit einer neuen Spitzfindigkeit, mit einem neuen Geschmack für das Leben. Ich glaube, vor allen Dingen hat mir CFS beigebracht, wie wertvoll Zeit ist und wie wertvoll auch mein Körper ist und wie wertvoll die Kombination aus beidem ist, wenn ich meinem Körper Zeit gebe. Ich glaube, ich habe früher sehr, sehr vieles einfach gemacht, ohne darüber nachzudenken, was es mit mir oder mit meinem Körper macht. Weil ich einfach diese Power in mir hatte, habe ich nie wirklich auf meinen Körper gehört. Was ich auch lernen durfte, Heilung ist immer möglich und die Heilung muss nicht sofort heißen, dass die Symptome weggehen. Also für mich heißt Heilung Ganzwerdung, wieder so in die eigene Natur zurückkommen. Ich glaube, mich hat noch nie etwas so gelehrt wie diese Erkrankung. Also ich bin dadurch so gewachsen und ich hatte heute die Erkenntnis, dass so wie diese dunklen Wolken, aus denen es regnet, die Pflanzen zum Wachsen bringen, meine dunklen Phasen mich zum Wachsen gebracht haben und das so enorm und dass ich so an Verständnis und Mitgefühl und Liebe und wachsen durfte und auch, dass ich andere Menschen nicht mehr so bewerte. Das ist so wunderschön und ich lebe seitdem auch wirklich erfüllter und nach dem, was ich wirklich möchte und nicht was im Außen, was die Außenwelt von mir möchte. Was ich früher immer dachte, man muss ganz viel arbeiten und ganz, ganz viel Geld verdienen, um erfolgreich zu sein. Dann bist du super und dann bist du ganz toll. Und da habe ich wie gemerkt, nee, überhaupt nicht. Ich kann auch toll sein, wenn ich einfach nur ich bin, auch mit einer Krankheit. Und zu akzeptieren, dass man eben manchmal nicht leisten kann und dass es auch in Ordnung ist und dass man sich dafür nicht schämen muss. Bin ich dankbar dafür, dass ich jetzt die Chance habe, hinzuhören,
meine Ernährung zu ändern, meine Gewohnheiten zu ändern, um einfach wieder gesund zu werden. Und es ist auch egal, wenn das jetzt 1, 2 oder 3 Jahre dauert. Und ich habe auch gelernt, was für mich selber in meinem Leben wirklich wichtig ist und was nicht. Die Erkrankung hat mir noch gelernt, meinen Perfektionismus abzulegen. Ich war dadurch ja gezwungen, weil wie soll man noch perfekt sein, wenn man im Bett liegt? Kann man nicht perfekt im Bett liegen. Ja, und einfach mehr zu mir zu finden und die guten Tage und guten Momente viel, viel mehr zu schätzen. Mich hat die Krankheit gelernt, dass es niemals nichts ist. Und dass wir wirklich auch wieder Experten werden dürfen von unserem eigenen Körper, von unserem eigenen Körpersystem. Und dass wir dann schon auch Experten von außen mit ins Boot einladen dürfen. Aber da wir ja auch Experten sind von unserem eigenen Körpersystem, kriegen wir wie so einen Dialog auf Augenhöhe hin. Was ich auch ganz schwer lernen musste, war, dass meine Leistung nicht mit meinem Selbstwert zusammenhängt. Das war ein ganz, ganz schwerer Prozess, mich auch von meinem Beruf erstmal zu lösen und trotzdem mich noch wertzuschätzen. Fokussiere nur noch auf die wesentlichen Dinge. Ich weiß, was wichtig ist. Ich weiß, dass meine Familie wichtig ist. Ohne sie wäre ich hier nicht so und könnte dieses Interview nicht geben. Ich bin sehr froh, dass ich einen Job habe, den ich weiter ausüben kann, mehr oder weniger. Ja, eben mit der Qualität, die halt möglich ist im Moment. Und dass meine Gesundheit doch so ist, dass ich hier sein kann und dass ich das jetzt überlebt habe. Ich habe gelernt, dass ich die Bedürfnisse meines Körpers wahrnehme und auch respektiere und meine Grenzen nicht wegen irgendwelchen äußerlichen Erwartungen überschreite. Dieses Wissen, dass nicht alles im Leben selbst kreiert ist, weil manchmal wird einem ja in dieser spirituellen Blase vermittelt, dass du alles selber schaffst und manifestierst oder und man hat dann das Gefühl, ja, was habe ich denn mir hier geschaffen? Wieso kriege ich denn das jetzt nicht wegmanifestiert? Und das ist halt einfach nicht korrekt. Das stimmt nicht. Also diese Krankheit, an der Krankheit ist man nicht schuld und das wiederum kann man auch auf andere Sachen im Leben übertragen. Und es ist einfach eine heilbare Krankheit. Und das war für mich auch wichtig, das irgendwie zu lernen. Im Nachhinein bin ich einfach unendlich dankbar, weil ich eine ganz andere Sicht einfach auf mich selbst habe, auf mein Umfeld, auf die kleinen Dinge im Leben, die früher einfach selbstverständlich waren, wo man sich darüber aufgeregt hat. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur einfach Statistiken anschauen, sondern dass wir uns Zeit nehmen, den Betroffenen zuzuhören. In einem der Interviews des Chronisch Ehrlich YouTube-Kanals meinte ein Arzt zu mir, der Geheilte hat Recht. Wenn also der Geheilte Recht hat, müssen wir zuerst dem Genesenden zuhören. Ist eine unglaubliche Vermessenheit. Nietzsche hat das immer wieder betont, dass wir glauben, wir könnten dieses unglaublich komplexe Zusammenspiel von den verschiedenen körperlichen Bewegungen, Systemen, Gefühlen, Gedanken, alles fein säuberlich trennen und verstehen. Ja, das ist ein großer, das Wort Body, im Englischen kommt ja vom Wort bottisch, ja, und das ist ein großer, da wird drin herumgerührt, da bewegt sich etwas, aber nicht zufällig, sondern da muss sich das eine dem anderen unterordnen. Da muss eine Balance sein. Und was halt bei Epstein-Barr, bei Post-Covid wichtig ist, ist, dass man eine neue Art der Homöostase findet, eine neue Art der Balance zwischen den einzelnen Elementen. Und das ist eine Kunst. Das ist Wissenschaft, aber es ist auch eine große Kunst und das ist Lebenskunst. Und in die Lebenskunst gilt es, die Menschen selbst mit einzubeziehen. Und Kunst heißt eben auch, dass es dunkle Stellen gibt und dass es helle Stellen gibt und dass es Licht gibt und dass es Schatten gibt und dass es einen Freudensprung gibt und dass es eine große Traurigkeit gibt.
Ich kann zwar nicht mehr auf der Bühne tanzen. Dafür durfte ich durch meine Erkrankung eine Bühne für alle chronisch Erkrankten schaffen, die auf Ermutigung und Hoffnung beruht. Eine Bühne für Menschen, die ihre eigene Choreografie des Lebens tanzen. Menschen, denen die Viruserkrankung den Boden unter den Füßen nahm. Menschen, die sich aufrichten und in ihrem neu erlernten Takt anderen Betroffenen nun Mut schenken. Post-Covid-Patienten wünsche ich natürlich, dass sie ernst genommen werden von ihrem Umfeld, aber auch vom medizinischen Personal. Ich wünsche ihnen viel Selbstmitgefühl, auch viel Zuversicht und natürlich auch, dass sie schnell und gut eine Besserung erfahren. Für Post-Covid-Patienten wünsche ich mir als erstes sich die Akzeptanz und die Unterstützung des Umfelds und der Familie. Ich wünsche den Post-Covid-Patienten, die sich jetzt ganz frisch damit auseinandersetzen müssen, auf jeden Fall erstmal ganz viel Forschung. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtige. Ansonsten wünsche ich Ihnen informierte Ärzte und eine schnelle Diagnostik. Ich wünsche frisch erkrankten Post-Covid-Patienten und Patientinnen Hoffnung und möchte einfach sagen, dass unsere Arme offen sind von uns CFS-Patienten und Patientinnen. Ich wünsche mir, dass, wenn man den Arzt oder die Ärztin seines Vertrauens anspricht, dass man wenigstens eine Aufklärung darüber bekommt, dass diese Art Krankheit die Zeit braucht, die sie eben braucht, bis man sich wieder besser fühlt. Was ich den Betroffenen wünsche, das ist vor allem Selbstfürsorge. Was ich den Menschen wünsche, ist, dass sie wissen, dass ihr Körper nicht gegen sie arbeitet, sondern für sie. Und dass sie den Glauben an die Heilung nie aufgeben und wirklich Vertrauen haben, dass es wieder besser kommt. Ich wünsche den Patienten wirklich auch, dass sie ärztlich auch gut begleitet werden und vielleicht nicht immer nur den normalen Weg gehen über Medikamente, sondern wirklich mal schauen, hey, was kann ich in meinem Leben ändern, wo kann ich Stress rausnehmen. Ich wünsche anderen Betroffenen auch, nicht so lange über die eigenen Grenzen immer wieder zu gehen. Aus eigener Erfahrung weiß ich einfach, wie wichtig es ist, selbst auf die Suche zu gehen, selbst auf sich zu hören. Und das wünsche ich den Betroffenen auch, dass sie für sich einfach einen Weg finden. Und da wünsche ich mir für sie, dass in ihrem Umfeld die Leute das irgendwie versuchen können zu verstehen oder irgendwie auch ernst nehmen können. Ich wünsche all den Menschen so viel Mitgefühl und ich wünsche jedem Menschen wirklich von Herzen, dass er Heilung findet. Das ist unserer Erfahrung nach so viel wert, wenn man Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann, wo man sich endlich gesehen fühlt, wo man sich endlich irgendwie ein bisschen zu Hause fühlt, wo man verstanden wird.